Hallo liebe Zuschauer und schöne Grüße von Koh Samui. Könnt ihr euch noch an die Nachrichten von letzter Woche erinnern und den Wetterbericht? Das, was da prognostiziert wurde, das schlechte Wetter ist auch gekommen. Bis Mittwoch, Donnerstag war hier Land unter, stundenweise muss ich sagen. Aber was ich da schon angedeutet habe, dass das mit der Windrichtung zu tun hat, dass wir also jetzt viel weniger Westwind haben, sondern Nordwind. Bis zum Süden kommt der Wind hoch und daher bekommen wir die großen Wassermengen. Die Regenzeit kündigt sich an hier unten Samui und Südthailand. So, jetzt will ich euch das Wetter zeigen für kommende Woche, Samui und Thailand. Dann gucken wir jetzt erstmal hier Samui. Wo haben wir den Startbutton? Da. Hier seht ihr Koh Samui und Koh Phangan und da ist Phuket. Da hängen auch schon die Regenwolken. Und wir müssen mal darauf achten, von welcher Richtung der Wind kommt. Und wir sehen, der kommt aus dem Südosten, kommt der hoch. Und da kommen natürlich jetzt ungehindert, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die Regenwolken, die regnen ab, wenn die auf die Inseln kommen. Sie gehen ja auch teilweise über das Festland rüber nach Phuket. Und ich glaube, da ist ja nicht mehr so viel, was da runterkommt. Ist genau das, was vor ein paar Monaten umgekehrt war. Von Phuket kam es, übers Festland regnet es dann ab und dann kam dann ein bisschen nach Samui. Und jetzt kriegen wir das volle mit. Und man kann das nachher auch sehr schön im Überblick sehen von Thailand, wie es um Vietnam runterkommt. So. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus und da sehen wir also, hier kommt die ganze Feuchtigkeit ungehindert übers Meer rüber nach Koh Samui, Südthailand. Dann starten wir das Ganze mal. Da staut sich ja schon wieder viel vor Vietnam an und die Windrichtung ist vorgegeben. Das geht dann Richtung Festland, Samui, die Höhe, und wir sehen oben im Norden, das ist vereinzelt, ist da noch Regen, aber ansonsten ist es da trocken. Ich höre das auch von Bekannten von Vinat, die kommt ja aus Udon Thani. Da ist super Wetter. Und auch wohl, habe ich gehört, in Hua Hin, die sagen auch schon, die Regenzeit ist da oben vorbei, aber jetzt fängt es hier unten an. Aber ich sehe da auch gerade, Koh Chang ist noch immer Regen. Da wollen wir ja übernächsten Monat hin, für einen Monat. Und wo sind wir da? Da sind wir schon am Wochenende. Ja, das Wetter wird schlechter. Ganz einfach. Es kommen mehr Regenzeiten jetzt dazu über den Tag. Man muss also das Regencape schon dabei haben, sonst macht das also keinen Spaß. So, jetzt gucken wir mal, wie die Nachrichten hier in Thailand sind und auch, was in meinem Kanal so alles los ist. Von Bangkok habe ich heute mal nichts eingeblendet. Da ging es auch sehr viel um Politik. Und ich finde, das sollte nicht unser Hauptthema sein, sondern wir gehen jetzt gleich nach Pattaya. Ja, zu Pattaya, da muss ich leider berichten, die haben also Probleme mit der Luftqualität, was mit dem schönen Wetter jetzt auch wieder verbunden ist, dass also viel Grünzeug verbrannt wird hier in Thailand. Und dann hat man natürlich das Ganze in der Luft. Und wir haben ja im April gehabt, da kann man sagen, 3 Wochen hatten wir hier so schlechte Luft gehabt. Wir konnten gerade 3 Kilometer gucken. Und Pattaya ist eine der schmutzigsten Städte mit der Luftqualität. Ich werde das mal unter dem Film auch mal reinbringen, welche Messwerte man da hat. Man hat ja auch in Bangkok auch diesbezüglich Probleme jetzt. Und
Es wird aber nichts getan direkt. Es ist halt zwar ein Verbot für die Farmer, das sind ja meistens die Farmer, die großflächig da alles abfackeln. Ich habe da mal mit der Wiener drüber gesprochen. Die Polizei weiß das, dass das verboten ist, aber die tun nichts. Die brennen also die Zuckerrohrfelder komplett ab, dass also nur noch der Stamm da steht und das wird dann geerntet. Da müsste man also einen anderen Weg gehen, auch den Bauern helfen, Erntemaschinen zu besorgen, wo das alles mit erledigt wird. Aber da sieht es also schlecht aus. Ja, Pattaya hier noch, da hat man eine Razzia vorgenommen, ein Kühllager und hat da Fleisch gefunden aus dem Ausland, Australien, Argentinien und so. Das ist ja sehr beliebt als Steaks hier. Und die hatten keine Papiere dazu. Ich verstehe sowieso nicht, wie das muss ja nicht über den Landweg, sondern über Schiffe, Hafen und so. Da muss da schon was schiefgelaufen sein, dass sowas reingekommen ist. Jedenfalls hat man einige Tonnen beschlagnahmt. Man hat denen jetzt erstmal 15 Tage Zeit gegeben, jetzt mal irgendwie Papiere aufzutreiben. Aber man kann ja auch sehen, da ist man auch dahinter, erstens steuerlich natürlich und auch die Gesundheitsbehörde ist ja natürlich auch eingeschaltet, dass hier in dem Fall auch die Kühlkette eingehalten wird, gehe ich ganz stark von aus, weil argentinische Steaks, wir waren vor 3 Wochen hier in Buffalo gewesen, da kostet so ein Schnitzel 27 €. Und das ist also ein Geschäftszweig, wo man richtig Geld mit verdienen kann, wenn man die Kunden hat. Die regelmäßig meine News sehen, die haben ja auch die Berichte mitbekommen, dass man die Öffnungszeiten im Touristenbereich verlängern möchte von 2 bis 4 Uhr. Hier sehe ich jetzt in Pattaya, da haben hochrangige Beamte und auch Barbesitzer und die sind zusammengekommen, haben darüber gesprochen. Es ist natürlich ein absoluter Anreiz natürlich, um auch viel Geld zu machen. 2 Stunden dazu im Nachtleben. Die Polizei, die hat sich skeptisch geäußert diesbezüglich, dass mit Alkohol, Drogen, also allgemein, da nicht gut aussieht. Also da diskutiert man noch weiterhin, aber ich gehe ganz davon aus, dass das Geld hier stärker ist, die Einnahmen, und dass das so durchkommt. Das sind also bestimmte Bereiche in Pattaya, wo das festgelegt werden kann. Da sollen auch noch Bereiche dazukommen, wo man in Zukunft bis zu 4 Uhr morgens eben halt Daramidami machen kann. Phuket und Samui kann ich hier ausschließen, da sind keine großartigen News. Chiang Mai, da hat man ja letzten Monat den Flughafen eröffnet bzw. auf 24 Stunden gestellt ab dem 1. November. Das klappt anscheinend ganz gut. Und da erwartet man ja auch, dass da mehr Touristen reinkommen, dass es dann auch für die Touristen einfacher ist, zu guten Zeiten wegzufliegen bzw. zu guten Zeiten im Heimatland anzukommen. Also das läuft wunderbar. Jetzt kommen wir zum Isan. Kalassin ist für mich ja ein Begriff. Meine Ex, die kam ja aus der Nähe von Kalassin. Da hat man jetzt einen Schweizer festgenommen. Da hat die Schweizer Behörde haben die Thailänder um Hilfe gebeten. Da war also einer, der schon 2014 oder 2015 ist aus der Schweiz geflohen. Da war man schon hinter dem her und da war der hier nach Thailand gekommen und hat da hier Substate, Anabolika und sowas zusammengestellt und Appetithämmer, was alles ohne Genehmigung hier ist, und das ist ja illegal. Jedenfalls die Polizei hat ihn festgenommen. Hier kann man sehen also, dass die einzelnen Länder übergreifend miteinander arbeiten. Ja, und der ist jetzt erstmal ins Gefängnis gegangen. Dann habe ich bei den letzten News ja auch erzählt mit den Feuerbällen am Mekong. Das war ja Ende letzten Monats
Und ja, man weiß jetzt, woher das Ganze kommt. Von Laos her sind denn einige Scherzkekse gekommen und haben da Leuchtmunition, nicht Leuchtmunition, Leuchtkugeln in die Luft geschossen. Und man vermutet, dass das, weil das ja immer zur gleichen Zeit ist, dass das keine Gasblasen sind, die und die sich dann selber entzünden, sondern menschengemacht ist. Und jetzt zuletzt ist das dann so menschengemacht, dass es für die Touristen auch attraktiv war. Man hat ja damit auch Geld verdient, dass da tausende Leute da saßen und haben dann in den Himmel geschaut, dass da jetzt aus dem Mekong eben halt diese Lichterkugeln, rote Kugeln dann hochgegangen sind. Aber im Endeffekt waren welche von Laos, die da die Dinger hochgeschossen haben. Wundert euch nicht, dass ich hier immer Stellungswechsel habe, aber ich versuche der Sonne aus dem Weg zu gehen. Die ist nämlich sehr stark, schon am frühen Morgen. Wir haben jetzt gerade 9 Uhr. So, das war dann, was so einigermaßen interessant ist, hier von Thailand zu hören. Jetzt gehen wir zu meinem Kanal. Ihr könnt euch vielleicht noch an die 2 Filmberichte erinnern von Daniel, der einen Gehirnschlag bekommen hat auf dem Roller und hat dadurch einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Ich kann das mal hier oben verlinken. Die sind jetzt mit ihrem Bürgerkarawan, sage ich mal, umgezogen. Ich werde das hier mal einblenden, wo das jetzt ist. Die sind natürlich auch auf die Einnahmen angewiesen. Die Andrea, die hat mir mitgeteilt, sie hat es jetzt endlich geschafft, auch nach Deutschland zu kommen. Das war ja in diesem Filmbeitrag auch ein großer Wunsch. Sie ist Diabetikerin und sie muss auch, weil sie am Fuß was hat, zu einem Facharzt. Und da hat sie wohl keinen hier in Thailand gefunden. Sie ist also jetzt in Deutschland. Und der Daniel, da hat man versucht, den mitzunehmen, aber der Arzt hat gesagt, nein, der muss hier bleiben, der ist nicht flugfähig, ist aber unter ärztlicher Betreuung in dieser Zeit. So, das zum Daniel und Andreas. Zur Oma, ja, letzte Woche waren wir ja nicht da gewesen, die Vinat war ja in Udon Thani. Das werden wir jetzt heute Nachmittag denn machen. Die Oma, die wartet 100%ig. Die hat auch da ihren Kalender hängen und die weiß ganz genau, wann Montag ist. Also die ist nicht zeitlos, sondern wenn wir schon dienstags mal ankommen, wo war der denn gestern? Ist denn, also die wartet auf uns. Da freuen wir uns auch drauf, da heute Nachmittag hinzufahren. Für diejenigen, die hier in Nathon sind, eine Information. Ab heute beginnt in Nathon ein großes Festival. Das dauert 10 Tage. Da kommen die ganzen Tempelschiffe, sage ich mal, ich weiß nicht, wie die genau heißen, das sind vergoldete Schiffe, die also fahrbar sind. Die fahren, also heute Morgen habe ich ja auch einen gesehen, da sind also Mönche sitzen da drin und dann hört man auch die Pauken und alles. Und die kommen dann zentral nach Nathon, da kann man die bewundern. Wunderbare Schiffe, die jedes Jahr irgendwie neu gemacht werden. Natürlich viele Essensstände, da sind ja die Thais ganz groß. Also wenn ihr hier auf der Insel seid, Urlaub macht oder auch hier wohnt, in Nathon fängt das also heute an. Dann zu meinem Filmbericht von Samui Buri. Da hatte ich ja schon mit gerechnet, dass da diesbezüglich Bemerkungen kommen, wie kannst du nur und so. Natürlich habe ich den Filmbeitrag gemacht mit Weitsicht, dass ich jetzt mit der Vinat das Management kontaktieren möchte, um da zu hören, wie habt ihr euch das denn gedacht, weil am 11. Dezember soll es eröffnet werden, da sind wir leider nicht mehr hier, wir sind ja nur noch bis zum 27. November hier, dann machen wir ja unsere große Tour, 2,5 Monate durch Thailand. Aber dass wir bis dahin Informationen, Video ich machen kann, wie die einzelnen Bauaktivitäten da sind, ob die wirklich da rutscht da drunter, dass das dann also dementsprechend fertig ist. Also das bleibt nicht ohne Echo. Der eine oder andere hat es ja mitbekommen, dass wir zum Oktoberfest waren am 4. November. War super vom Tom organisiert und seiner ganzen Gruppe. Es war auch eine Band da, eine deutsche, beziehungsweise aus Österreich, glaube ich, waren die.
Also die hatten schon die richtigen Lieder auf Lager dazu und eine super Stimmung war da. Und diejenigen, die hier auf der Insel wohnen, in Dirndl zu bekommen oder also Lederhosen, Attrappen, man kann ja hier keine, weiß ich jedenfalls nicht, richtige Lederhosen kaufen. Ich hatte in Deutschland eine richtige Lederhose für sowas. Kann man alles in Lazada kaufen, für kleines Geld, muss ich sagen. Für die Wienert war das das erste Mal, aber wir hatten auch Besuch hier von Zuschauern, die fanden das toll. Wir waren da mit 7 Mann und da waren einige Dutzende von Menschen waren da und wir hatten alle viel Spaß. Und wir gehen davon aus, auch der Tom, dass das nächstes Jahr auch wieder gemacht wird. Hier möchte ich ein bisschen Werbung machen zu meinem morgendlichen Kaffee trinken und den Panoramablick, wie das Wetter ist. Jetzt seit gut einem Monat mache ich das. Nach unserer Zeit morgens um 7 Uhr. Dann liegt ihr ja noch im Bett. Aber ich möchte die Stimmung aufnehmen morgens, wenn die Sonne da aufgeht. Und für diejenigen, ich sehe nämlich, sind ja auch einige, die hier in Thailand sich das angucken, wie das Wetter hier auf Samui ist. Dazu mache ich meistens morgens und am Ende noch eine Sprachnachricht bringe ich da rein, was denn so am Tag ansteht, was passiert ist, so ein bisschen Information. Und das wird sehr gut angenommen. Es jeden Tag zwischen 500 und 1000 Zuschauern sind da, die im Morgen schöne Musik hören möchten und nicht von Nachrichten zugeballert werden. Meistens sind es ja schlechte Nachrichten, sondern eben halt das Wetter hier sehen, das Gefühl zu haben, ja, da habe ich ja Urlaub gehabt und ich möchte da auch wieder zurück. Ja. Dann hatte ich angesprochen, dass ich ja mal die Wasserfälle abfahren möchte, beziehungsweise erstmal einen, der ist hier rund 1,5 Kilometer, Flugkilometer entfernt, der Wasserfall. Das ist einer der höchsten. 80 Meter ist er hoch, ich kann das mal hier verlinken. Am Mittwoch kommt ein Filmbericht, wie das jetzt aussieht mit dem Wasser. Ich denke ja, wir haben ja viel Regen gehabt die letzte Zeit, aber es ist noch nicht genug. Aber lasst euch überraschen, in diesem Filmbeitrag werde ich diesbezüglich darauf eingehen. Außerdem werde ich von meinem Freund Tom das Castle noch anfliegen. Das will ich dann noch vorstellen. Eine sehr schöne Anlage. Ja, ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel. Das soll es denn gewesen sein. Und jetzt fange ich an, den Film dazu zu machen. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag. Ansonsten jeden zweiten Tag bringe ich jetzt einen Film, nicht mehr jeden Tag. Ich möchte jetzt mehr Aufmerksamkeit der Wienert auch zukommen lassen und auch ein bisschen runterkommen, weil es schon Stress ist, jeden Tag ein Video zu machen. Okay, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Daumen nach oben und schön Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.